So, nachdem ich Rita das letzte Mal nicht mitfilmen hat lassen und das Video, wie ich es erwartet habe, gefloppt ist, heute wieder mal ein bisschen professioneller mit mir oder besser gesagt mit uns beiden. Wir haben nämlich nicht nur beim Strand weitergebaut, wir haben die heißen Temperaturen auch dafür genutzt, unser Shoppingcenter ein bisschen aufzumöbeln, denn es gibt ja auch viele, die vertragen die Hitze nicht so gut und die halten sich dann gerne in klimatisierten Shoppingcentern auf. Das Shoppingcenter habt ihr ja schon gesehen. Wir haben es jetzt aber mal ein bisschen in die Stadt integriert und da darf ich die Kamera gleich mal an meine Assistentin. Ein kleiner Unfall mit der Kamera, aber es geht sofort weiter. Ich gebe meine Kamera an die Assistentin Rita weiter. Sehr gut. Also ich finde, das könntest du eigentlich eh immer machen. Genau, denn wer macht das besser als die wunderbaren Assistentinnen? Ihr seht, letztes Mal, unvergleichbar würde ich sagen, letztes Mal ist das Einkaufszentrum nur hier gestanden, ohne irgendwie integriert zu sein und mittlerweile, ihr seht es, Palmen stehen davor, es ist Wasser, ja, eine Art Brunnen vor dem Einkaufszentrum. Und das, was ich super schön finde hier, man sieht es, glaube ich, recht gut, dieses Muster hier, das wir im Boden haben, das hat sich übrigens Christoph überlegt mit diesen blauen, langen Fliesen, dann das hier sind, glaube ich, olivgrüne. Stimmt das? Das sind sandgrüne Fliesen aus dem Legoland. Sandgrüne Fliesen aus dem Legoland. Dann haben wir noch so eckige Fliesen, sehen aus wie aus Tetris, genau, in hellgrau, und dann haben wir noch dunkelgraue Fliesen, einmal Zweier. Ich muss sagen, mir gefällt dieses Muster wirklich sehr, sehr, sehr gut. Viele Leute haben uns gefragt, ob wir nicht einen Haul machen können, was wir alles im Legoland gekauft haben. Aber das Problem ist, wir haben jetzt schon einige Säckchen aufgerissen und nicht mehr alle Tüten so, wie sie waren. Also ja, wir können jetzt nur mal eine abgespeckte Variante davon machen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich baue hier auch ein paar kleine nette Szenen ein. Wir haben hier zum Beispiel diese Musikanten, die hier für diese Leute spielen. Hier der junge Mann mit seinem Hähnchen ist aber gar nicht so begeistert. Ihm gefällt anscheinend die Musik nicht so gut. Und hier hinten, es ist leider jetzt relativ dunkel, haben wir einen Banditen, der jemandem einen Geldschein gestohlen hat, und dieser Mann hinten, der sieht das und er wird wahrscheinlich die Sicherheitskräfte des Shopping-Centers holen, die hier allerdings nur doof da sitzen. Was ich auch ganz cool finde, hier sind einige Personen, die offensichtlich im Einkaufszentrum eingekauft haben, wie zum Beispiel dieser Mann hier, der eine Figur gekauft hat, oder auch da hinten einer, der so einen Helm gekauft hat. Ein Arzt, der in seiner Freizeit sich vielleicht gerne kostümiert, man weiß es nicht. Ja, genau. Er hat sich eine Maske in Gold von der Chima-Serie gekauft, und er sieht sehr begeistert aus. Ich hoffe, er hat ein Schnäppchen gemacht, denn wie ihr wisst, es gibt ja im Erdgeschoss unseres tollen Einkaufszentrums einen Chima-Shop. Genau. Und ach ja, wir wollten euch ja eigentlich im letzten Video schon was zeigen, was wir dann vergessen haben. Es ist jetzt auch der Park bei diesem Naturhistorischen Museum fertig. Hier sind die Blumen ganz in Reih und Glied angelegt, und ja, das könnte fast nicht perfekter sein. Das ist ja fast so wie im Mirabellgarten in Salzburg. Und eine kleine nette Szene wurde hier auch eingebaut, die mir besonders gut gefällt. Und zwar ist hier ein Graupapagei auf dem Baum oben, und wie ihr seht, es ist ein kleines Missgeschick passiert und es wird gleich noch ein Missgeschick passieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Also auch dieser Sicherheitsmann schaut sehr betreten rein, denn das passiert nur sehr oft, und ja, man sagt aber, es bringt Glück, wenn einem das passiert, oder nicht? Ich hoffe, wir hoffen es zumindest. Wir haben auch hier diverse neue Bepflanzungen eingebaut. Es gibt neue Figuren, neue Hunde und so weiter. Genau. Und auch der Seitenbereich des Einkaufszentrums auch ist neu. Sehr schön. Da haben wir erst einmal 2 Stellplätze, die gerade besetzt sind, eben von beiden Taxis.
Dann haben wir einen Radständer eingebaut. Ihr seht das hier mit so kleinen gelben, ja, eine Art Zäunen zwischendrin. Das hat mir recht gut gefallen. Und dann haben wir hier auch wieder eine, ja, Art kleinen Park. Und hinten ist ein Teil vom Café heraus. Das heißt, hier ist gerade Mittagspause. Unsere Leute sind alle dabei, eine Jause zu kaufen. Hier ist reger Betrieb bei diesem Café. Hier gibt es Croissants und Baguette und so weiter. Diese beiden Freunde halten hier ein Pläuschchen und irgendwas dürfte nicht in Ordnung sein, oder ist das Vater und Sohn? Und der Sohn hat dem Vater gerade etwas erzählt, was der Vater gar nicht so toll findet. Nein, das passiert nicht. Hier auch neue Bäume, die ganz schön geworden sind. Also es sieht mit der Begrünung, ihr hattet da auf jeden Fall recht, die Stadt um einiges lebenswerter und netter aus. Genau. Und dann haben wir auch noch einen Parkplatz hier. Free Parking, ihr seht es. Und auch wieder eine komische Situation. Die Situation hier, das war eine der ersten Geschichten, die Rita eingefallen ist, wie sie das Einkaufszentrum gebaut hat. Und zwar gibt es ja im Erdgeschoss des Einkaufszentrums ein Sportgeschäft, und dieses Sportgeschäft verkauft auch große Boote, hier wie dieses Schlauchboot zum Beispiel. Und diese drei Freunde haben sich allen Ernstes gerade ein Schlauchboot gekauft, weil sie am Wochenende damit auf unserem neuen Lego-Strand eine Ausfahrt machen wollen. Das Problem seht ihr aber, oder Sie sehen es auch jetzt gerade, Sie haben so ein kleines Auto, dass Sie überhaupt nicht wissen, wie Sie das Boot hier reinbringen sollen. Vielleicht schnallen Sie es aufs Dach oder... Ja, wir wissen es nicht. Hier ist auf jeden Fall der Schriftzug Free eingebaut. Das erste E sieht man nicht. Gefällt uns eigentlich ganz gut. Hier hinten wächst schon ein bisschen Unkraut, aber sonst haben wir wieder relativ viele dunkelgraue Fliesen verbaut. Und ja, wir haben jetzt endlich mal wieder ein paar mehr Fahrräder. Erstens mal haben wir uns im Legoland Deutschland Fahrräder gekauft. Ich glaube 18 Stück. Die kosten dort 1 Euro pro Stück, was zwar viel sich anhört, aber relativ billig ist. Da haben wir zugeschlagen. Es gab sie in 3 verschiedenen Farben und ihr seht auch die hier eben in Rot, in Blau und in Weiß. Haben wir natürlich alles geschnappt. Haben wir gut eingekauft. Und ja, da ist noch ein kleines Problem mit der Aufstellung der Figuren, wie ich sehe. Aber wir haben jetzt auch ein Radrennen. Lustigerweise haben wir in einer unserer Kisten, die wir jetzt mal entdeckt haben, in unserem Dachboden, haben wir noch ein paar Fahrräder inklusive Fahrer aus der Telekom-Serie gefunden. Die haben ja diese pinken Räder. Das heißt, hier ist jetzt ein kleines Fahrradrennen. Ja, also der auf Platz 2 sieht gerade so aus, als würde hier runterfallen von seinem Fahrrad. Da müssen wir uns noch was anschauen. Und irgendwo in der Stadt ist auch noch einer, der sich verfahren hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Ah, hier. Er ist irgendwo mal falsch abgebogen und ist deswegen jetzt wirklich weit hinten, aber er gibt sich Mühe. Vielleicht gewinnt er das Rennen ja noch, wir wissen es nicht. Ja. Dazu möchten wir übrigens auch dann noch irgendwo eine Siegerehrung platzieren, beziehungsweise überhaupt ein Ziel zu diesem Fahrradrennen und dann die Siegerehrung platzieren, haben wir aber noch nicht genau gesehen, wo wir das machen. Auf jeden Fall hat uns die Verlegung der Baustelle, da sind wir gerade noch dabei und werden, sobald wir da Neuigkeiten haben, auch nochmal drauf filmen. Dieser Bereich ist jetzt auf jeden Fall etwas neu gestaltet oder wird im Moment neu gestaltet. Das war ja der Bereich, wo früher die Baustelle war. Da haben wir jetzt den Science Tower mitsamt dieses Parkcafés hingegeben. Hier kommt noch eine schöne Bushaltestelle, die haben wir jetzt mal pro forma mal nur hingestellt. Das wird hier alles noch schön eingesäumt mit den, ihr kennt das, dunkelgrauen Fliesen. Und ja, hier haben wir jetzt noch mehr Platz bekommen. Da fehlen uns noch ein paar Geraden, die wir bestellt haben von den Straßenteilen. Und ja, also hier haben wir jetzt noch auf jeden Fall mehr Platz. Der Burger Truck steht auch jetzt mal pro forma hier. Aber da lässt sich sicher noch einiges machen. Wir haben jetzt hier auch mal die Straße verlegt, hier im hinteren Bereich, wo es dann Richtung Bauernhof und Cargo Terminal geht. Wir werden hier dieses Gleis wahrscheinlich noch verdoppeln und hier noch einen Bahnhof irgendwo einbauen. Der steht zwar hier jetzt recht schön, aber das gefällt uns noch nicht so gut. Also es tut sich einiges bei uns. Genau.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich zeige euch nochmal Rita. Danke. Wir freuen uns auf jeden Fall. Sagt uns, was ihr von unserem Shopping Center Platz haltet. Gibt es noch irgendwas, auf das wir nicht gedacht haben? Wenn ja, einfach in die Kommentare schreiben. Mehr ist uns jetzt bis jetzt noch nicht eingefallen. Ich glaube, mit Taxistellplätzen, Fahrrädern, Café, Parkplatz an sich und so haben wir schon relativ viel abgedeckt. Aber vielleicht habt ihr noch eine Idee, was wir noch unbedingt brauchen. Würden uns freuen, wenn ihr uns immer wieder eure super Ideen schreibt, denn wir profitieren wirklich sehr davon. Genau. Und in dem Sinne, baut auch ihr was Schönes. Vielleicht ein Einkaufszentrum. Wer weiß. Kühlt auf jeden Fall innerlich ab, wenn es klimatisiert ist. Genau. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Tschüss!